Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper, beziehungsweise ich wohne in meinem Camper, aktuell auf Kreta und werde hier eine Weile verbringen. Ja, ich bin wieder an der Küste, oder ich bin natürlich die ganze Zeit an der Küste, hier in einer Dünenlandschaft und mit eine kleine Runde und erzähle euch etwas über unsere Befreiung. Hatte ich ja im letzten Video schon angedeutet, dass ich darüber reden will, weil das Thema ist jetzt ganz präsent bei mir und ich verstehe jetzt auch den ganzen Sinn in meinem Leben, den roten Faden habe ich erkannt. Deshalb bin ich auch hier. Also ich bin hier hingeführt worden und ich bin auch jetzt hier angekommen. Also ich habe nicht vor, jetzt weiter zu reisen, aktuell. Ich denke, ich werde hier auf jeden Fall mir etwas aufbauen oder etwas finden, wo was schon aufgebaut ist. Aber erstmal möchte ich erzählen, wie ich dazu gekommen bin und ja, wie ich mich selbst befreit habe. Oder ich bin ja immer noch auf dem Weg der Befreiung. Damit habe ich schon was vorweggenommen. Denn ich warte nicht auf unsere Befreiung von außen. Also es mag sein, dass jemand kommt, der uns befreit, der uns errettet oder wer auch immer, ob es der Trump ist oder der Putin oder der Jesus Christus. Ich würde mich freuen, ja, wenn das passieren würde. Ich würde in die Luft springen, aber ich warte nicht darauf. Denn ich habe das Gefühl, das ist alles eine Hinhaltetechnik. Mein Ziel ist es, die wahre Befreiung. Das heißt, komplett raus aus der 3D-Matrix. Natürlich, in diesem Leben werde ich immer wieder da hin und her springen wahrscheinlich vom Bewusstsein, weil man hat ja immer wieder Schnittstellen. Aber mein Ziel ist die innere Befreiung und somit auch ein Stückchen weit die äußere Befreiung. Also, ich habe vor kurzem meine Wut abgelöst durch eine spezielle Technik, den Emotionscode. Das habe ich vor 3 Videos vor diesem Video beschrieben. Und ja, ich habe dann auch andere Sachen mitgelöst, andere Emotionen, aber jetzt verstehe ich, warum ich bis jetzt nicht diese Wut losgeworden bin, obwohl ich schon viel an mir gearbeitet habe. Die Wut war ein Antreiber für mich, weil zuletzt habe ich mich über das System aufgeregt. Und noch immer gibt es Momente, wo ich auch noch drüber mich ärgere. Und weil ich noch nicht komplett alles losgelassen habe in Deutschland. Mein Auto ist zum Beispiel da gemeldet. Man ist notgedrungen, sage ich mal, im System, wenn man jetzt reist. Versicherung, ja, muss man haben, klar. Die ist auch, denke ich, auch sinnvoll, aber trotzdem, es gibt so ein paar Sachen, die mich ziemlich aufregen. Was jetzt Politiker zum Beispiel über unsere Köpfe hinweg entscheiden, ja, wir glauben, dass wir sie gewählt haben,
Aber das ist halt nicht so. Ne? Das ist eine vorgegaukelte Demokratie. Das geben die ja teilweise selber zu. Ich habe schon Interviews mit Seehofer und Co. gehört, wo die selber sagen, dass sie nicht entscheiden. Wie war der Spruch von Seehofer? Die gewählt werden, haben nichts zu sagen, und die was zu sagen haben, sind nicht gewählt. Oder so ähnlich. Also das war echt auch wieder ein Augenöffner für mich. So eine Bestätigung. Klar, diese ganz hohe Elite, Mächte oder wie man die auch nennen mag, die über den ganzen Konzernen stehen. Ölindustrie, Medienindustrie, Medienwelt, was gibt es noch? Lebensmittelindustrie, alles eigentlich. Wir werden komplett von vorn bis hinten kontrolliert. Und es mag ja sein, dass eine Zeit kommt, dass wir befreit werden. Das zieht sich schon ziemlich lange hin. Was ich erkenne am roten Faden ist, dass jetzt quasi die Komfortzone langsam kaputt geht. Ein nach dem anderen. Jeder Mensch wird davon betroffen sein. So. Als bei mir die Komfortzone anfing, beschränkt zu werden oder meine Freiheit, dann musste ich aus meiner Komfortzone und habe dann auch Nein gesagt. Nein, mache ich nicht. Fertig. Und dann hatte ich auch die Konsequenzen. Da musste ich mit den Konsequenzen natürlich auch rechnen. Und dann ist das so. Aber so kommt man nur in die Veränderung. Deshalb bin ich hier. Weil ich mich über manche Themen einfach aufgeregt habe und nicht akzeptiert habe und mein Leben nicht so haben wollte. Deshalb habe ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen, um freier und unabhängiger zu leben. Als Reisender ist man das natürlich nicht ganz, weil da ist man immer noch von der Lebensmittelindustrie abhängig, also von Lebensmitteln, und von der Ölindustrie natürlich, also Sprit, und beides wird teurer und beides wird knapper. Also braucht man nur 1 und 1 zusammenrechnen, dass wir damit und ich vor allem noch darüber kontrolliert werde. Und ja, wenn es halt kein Lebensmittel mehr gibt oder teurer wird, dann muss ich natürlich wieder arbeiten oder Sprit auch teurer wird oder verknappt wird oder limitiert wird, dann kann ich nicht mehr reisen. Da muss ich da bleiben, wo ich gerade bin. Also ich bin ja jetzt froh, dass ich angekommen bin. Von mir aus kann es jetzt passieren. Aber der Weg der Befreiung führt einfach über die innere Befreiung und die äußere Befreiung. Das läuft parallel. Ich habe ja auch viel gemacht, um mich innerlich zu befreien von vielen Dingen. Und jetzt war es Zeit, auch die Wut zu befreien und abzulösen. Weil die Wut hat jetzt ihren Dienst getan. Hätte ich diese Wut nicht gehabt in mir, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen. Dann wäre ich nicht der Rebell geworden. Dann wäre in mir nicht der Rebell
hochgekommen, weil ich war bislang vor kurzem noch ein sehr braver Mitläufer. Klar, ich habe schon meine Gedanken gemacht oder so, aber ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen, weil ich bin so nicht erzogen worden. Ich war immer ein braves Kind, ein braver Schüler und ein braver Mitarbeiter und habe loyal immer alles mitgemacht und ja. So, ich musste mal die Hand wechseln. So. Ich hatte zum Beispiel auch eine Versagensangst in mir. Deshalb war ich ja so brav. Deshalb war ich so fleißig. Und ich bin auch dankbar sogar dafür. Ich kann sogar dankbar für diese Wut sein, ne, weil sie mich hierhin gebracht hat, für diese Versagensangst. Die hat mich auch quasi hierhin geführt, weil ohne diese Versagensangst hätte ich nicht mir den Stress gemacht und hätte nicht eine Karriere hingelegt und hätte gut bezahlte Jobs gehabt, hätte nicht eine gute Ausbildung gehabt oder geschafft. Und das war mein Antreiber. Also beides war mein Antreiber. Das hat gerade bei mir Klick gemacht, also kurz bevor ich das Video drehen wollte. Und jetzt dürfte beides gehen, weil ich bin jetzt nämlich da angekommen, wo ich sein soll. Also ich brauche diese zwei Antreiber nicht mehr. Ja, und ich kann nicht meiner Mutter danken. Weil die Wut und die Versagensangst habe ich quasi von der Trennung meiner Eltern damals, als ich Kind war. Und wir von Ägypten nach Deutschland kamen. Und da war ich halt wütend auf meine Mutter. Und das war die Ursache quasi. Ja, ich muss mal das Mikro ein bisschen vom Wind abhalten. Also das ist herrlich hier, oder? Also hier bleibe ich. Also ich gebe extra nicht mehr an, wo ich genau bin, weil ich möchte ja hier eine feste Bleibe haben und möchte nicht, dass man mich dann dahin verfolgt, weil ich meine Ruhe haben möchte, deshalb bin ich hier. Also dass nicht jeder mich verfolgen kann. Ein paar Leute dürfen natürlich hier hinkommen. Ich habe ja vor, mit Menschen zusammenzuleben, wie in einer Gemeinschaft oder in einer Gemeinschaft. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht. Das ist halt die Idee in mir. Und ich habe das Gefühl, ich bin dem schon ziemlich nah jetzt mittlerweile. Ja. Also, mir ist auch immer mehr bewusst jetzt geworden, jetzt in den letzten Wochen auch, ich hatte über den Seelenplan geredet. Der Seelenplan, der führt uns so weit, meiner Meinung nach, also das ist alles nur meine Meinung, ne? Ich habe das ja von niemandem gehört oder abgelesen oder was. Ich mache mir meine eigenen Gedanken, beziehungsweise ich kriege vielleicht diese Gedanken. Und ich denke, das sind meine Gedanken. Quasi Eingebungen oder so. Ich schätze schon, dass ich mittlerweile ziemlich gut angebunden bin. Dadurch, dass ich fernab von der Zivilisation bin, viel in der Natur und viel für mich bin. Und also mir ist bewusst geworden, dass wir die Schöpfer sind.
Das hört sich so lustig an. Wir sind die Schöpfer unserer Realität. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber vielleicht noch nicht so deutlich. Ich zeige einmal kurz hier die Aussicht und dann rede ich weiter. Also das muss nicht für jeden was sein hier, ne? Es ist auf jeden Fall mein Platz. Also, ich habe mal in einem Video über Zufälle, Synchronizitäten und Schicksal geredet und ob es wirklich so, ja, und dann Seelenplan. Da kam ich noch auf den Seelenplan, Vorbestimmung, dass unser Leben schon grob, sage ich mal zumindest, vorbestimmt ist. Also wenn man ein Horoskop heranzieht, Numerologie, wie heißt das, Human Design und was noch? Also es gibt so viele verschiedene Sachen, ne? Dann ist mir aufgefallen, dass alles vorbestimmt ist. Es passt bei mir wie Arsch auf Eimer, genau. Also wirklich. Ich denke mir dann so, what? Also ich hatte jetzt eine Phase, wirklich, in der Veränderung beim Horoskop. Das ist auf Englisch. Das heißt Expanding Home, war der Titel. Für die jetzige Zeit, seit letztem Jahr. Seit Mitte letzten Jahres war die Phase und die ist jetzt zu Ende gegangen. Jetzt gerade, wo ich hier angekommen bin. Und da stand auch drin, dass ich in der Zeit sehr wahrscheinlich umziehen werde. Expanding Home, ja. Ich wollte noch sagen, wenn du jetzt in einer Situation bist in deinem Leben, wo du unzufrieden bist, mit der Außenwelt vor allem, dann schau, dass du auch in deiner Innenwelt aufräumst. Wenn du da noch nichts gemacht hast, dann fang an. Das ist der erste Schritt, den du machen kannst. Wenn du das Außen nicht verändern kannst, du kannst immer das Innere verändern bei dir. Also ich würde mal behaupten, als ich noch in Deutschland war, hatten wir ziemlich ähnliches Außenwelt. Ja. Aber, ja, wie soll ich das sagen? Jeder Mensch muss für sich selber wissen, ob er auswandern möchte. Also mein Traum war es immer schon, im Süden zu leben. Und deshalb bin ich jetzt hier. Ne? Deshalb bin ich jetzt hier hingeschubst worden oder angestoßen worden. Es passt ja auch zu meinem Horoskop. Alles, ne? Passt. Und meine Numerologie, das passt auch, dass ich mich jetzt so verändere. Ich muss mal eben meine Schuhe anziehen, weil hier wird es jetzt etwas steiniger. Ich will hier noch die Küste weiter wandern. So, jetzt gehen wir weiter hier. Also, worauf ich hinaus will. Unsere Befreiung. Es mag ja sein, dass das System sich jetzt selbst zerlegt. Man sieht das ja jetzt, die Börse wird wahrscheinlich crashen, die Banken sind also insolvent, eine nach der anderen. Und das wird jetzt eine Kettenreaktion auslösen. Das ist logisch, oder? Nur es wird ein bisschen schlimmer sein als vor einigen Jahren, 2008, als die Lehman Brothers pleite gingen. Jetzt haben wir noch ein paar andere Dinge. Das System wird zerfallen. Es wird bankrott gehen. Und dann wird ein anderes System übernehmen. Das
auch, sage ich mal, vielleicht auf den ersten Blick besser erscheint. Aber es ist nicht die Freiheit. Solange wir mit Finanzen zu tun haben, sind wir nicht frei. Solange wir von Finanzen abhängig sind, solange wir quasi unsere Arbeitskraft in Finanzen oder in Einnahmen tauschen müssen, unsere Lebenszeit quasi damit eintauschen müssen. Ich glaube, ich weiß es nicht so ganz genau, aber ich habe das Gefühl, dass uns so eine Hoffnung gemacht wird, damit wir uns nicht selber verändern. Ja? Uah, hier geht es gerade ein bisschen steil runter. Ich habe ein bisschen Höhen. Ich muss jetzt hier drüber laufen. Ja. Also, ich kenne genug Leute, die sich das Ganze betrachten und hoffen, dass wir jetzt befreit werden. Und es sieht wahrscheinlich auch danach aus, dass sich das Ganze jetzt wandelt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was danach ist. Ob dann wirklich das Gute ist oder ob es dann noch schlimmer ist oder wie auch immer. Mir ist jetzt immer mehr bewusst geworden, dass wir uns selber befreien müssen. Wenn du dich nicht im Außen befreien kannst, dann musst du dich erstmal im Inneren befreien. Und dann kommt das Außen automatisch nach, weil dann findest du den Mut, dann hast du die Kraft, dann hast du die Gesundheit, dann bist du fit, dann hast du dieses Mindset dafür, dich auch im Außen zu befreien. Wenn du in der Angst bist, kannst du es ja nicht. Deshalb musst du deine innere Arbeit machen. Kurz gesagt. Du musst auch nicht unbedingt auswandern. Ne? Es gibt genug Möglichkeiten, aber der Weg geht dahin, meiner Meinung nach, sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, in Gemeinschaften, zusammen eigenes Lebensmittel anzubauen, das gesund ist, das wirklich bio ist. Das schmeckt auch dann wieder. Also mir wurden die Augen geöffnet, als ich mal bei meiner Ex-Freundin gegessen habe. Die haben auf dem Acker jeder für 30 € im Jahr einen Acker gemietet. Und da haben die sich locker ein halbes Jahr von ernähren können. Alles, ne? Da konnte ihr alles, was du im Supermarkt fast kaufen kannst, was hier in Deutschland wächst, hatten die. Also ziemlich viel. Und das hat auch geschmeckt. Ohne Salz hat das mega gut geschmeckt. Es hatte Geschmack. Ich kannte diesen Geschmack gar nicht mehr. Und ich habe da schon nur noch im Bioladen eingekauft. Das hat nichts zu sagen. Ne? Wenn's Bio heißt einfach nur weniger Pestizide, aber heißt nicht, dass es ein guter Boden ist oder nährstoffreicher Boden und so weiter. Und es sind immer noch Pestizide. Da werden wir ja auch verarscht. Also, und das ist dann noch doppelt so teuer. Und dafür müssen wir wieder arbeiten. Also, das ist der erste Schritt meiner Meinung nach. Und dann kannst du halt noch nicht mehr reisen oder so. Aber das ist auch in Ordnung. Weil du hast mehr Freizeit im Leben. Du machst dann weniger Stunden. Du arbeitest vielleicht nebenbei oder machst dich selbstständig in bestimmten Bereichen, was du halt kannst, deiner Berufung nachgehen. Und ja, du musst ja eigentlich nur zum Überleben, brauchst du nur Essen und Wasser. Wasser gibt es ja eigentlich auch genug. Diese Verknappung wird uns auch künstlich auferlegt, meiner Meinung nach. Und trotzdem verschwenden wir das Wasser und spülen damit unser Klo. Also frage ich mich, warum nehmen wir da nicht Regenwasser?
Also das ist mir jetzt auch bewusst geworden, seitdem ich hier unterwegs bin, wie wenig Wasser ich brauche. Ja, ich muss mal kurz gucken, wo ich hier bin. Ah, hier geht's weiter. Also langfristig gesehen werden wir unsere eigene Energie sogar haben können, und zwar die freie Energie. Aber man kann auch mit Solar schon arbeiten, ja? Und Windkraft in Kombination. Hier im Süden ist es natürlich einfacher mit Solar. Und man kann sogar Strom erzeugen durch Bäche. Das haben sie ja früher ja auch gemacht. Oder Flüsse, Flussläufe. Ja? Einfach so ein Rad rein gehalten und dann dreht sich das schon. Und das ist unendlich, läuft das. Ja. Also, mein Tipp ist einfach, überleg dir einen Plan B. Warte nicht, bis du aus deiner Komfortzone plötzlich gerissen wirst, weil so wird es kommen. Die Lebensmittel werden immer teurer und knapper und die machen alles mit den Lebensmitteln, was sie nur wollen. Wie jetzt zum Beispiel, dass sie die Heuschrecken oder was für komische Insekten in unser Essen mit verarbeiten. Also in das verarbeitete Essen. Wenn du jetzt nur, wie ich, unverarbeitetes Essen isst, hast du ja schon mal kein Problem. Ja, du musst auch kein Fleisch essen. Ja? Wenn du Fleisch brauchst, dann halt dir deine Hühner oder ein Schwein, aber da musst du es auch selber schlachten können. Ja. So, das sind die zwei Sachen. Wenn du frei von Lebensmittelabhängigkeit bist und frei von Energieabhängigkeit, dann bist du frei. Natürlich, das Land, wo du drauf lebst, das gehört dir eigentlich gar nicht. Das können sie dir auch noch mal irgendwie besteuern oder eine Hypothek draufsetzen oder was auch immer. Ach, hier ist gar nicht der Weg. Dann müssen wir mal zurück. Aber der Weg führt früher oder später zu Gemeinschaften mit Gleichgesinnten. Menschen, die sich gegenseitig helfen können. Der eine kann das, der andere kann das. Ich habe Kontakte zu Menschen, oder ich wollte es ja selber da mitmachen, die da die Gemeinschaften bilden, und auch in Deutschland. Oder auf Peloponnes habe ich eine besucht. Und die dann, oder einige, die machen es noch ein bisschen größer, die planen ganze Dörfer. Zentren der neuen Dörfer heißt das. Ich kann ja mal ein paar Links auch auf meinen Telegram-Kanal verlinken. Adel der Reisende, da bin ich auch in Telegram. Also wenn ihr noch nicht in Telegram seid, ich kann euch nur empfehlen, geht in Telegram rein. Das ist eine App und das ist so wertvoll für die jetzige Zeit, um sich mit anderen Menschen, also gleichgesinnten Menschen zu vernetzen. Und darüber habe ich auch einige Leute kennengelernt und vor allem kann man sich da super austauschen. Da gibt es ganze Kanäle über bestimmte Themen, über spirituelle Themen oder über alles eigentlich. Aber es geht mehr so, ja, über den Tellerrand hinausschauen Themen. Gesundheit und so weiter.
Und dann vernetze dich mit Gleichgesinnten und treffe auch Leute in deiner Umgebung und schließt euch zusammen. Ich möchte hier keine Panik machen. Noch braucht man keine Panik haben, noch sind wir in der Vorbereitungsphase. Aber ich glaube, in wenigen Jahren, ich weiß es nicht, vielleicht auch wenige Monate, ich weiß es nicht, aber meiner Meinung nach haben wir noch wenige Jahre Zeit. Und das Universum, das führt dich schon und drückt dich auch dahin. Wir haben einen freien Willen. Deshalb komme ich jetzt auch darauf, dass wir nicht warten müssen auf unseren Erretter, sondern wir brauchen meiner Meinung nach zum Beispiel einen Glauben wie Jesus Christus, der uns errettet, oder wie ist das? Die Buddhisten, der glauben an Buddha, die Islamisten oder Moslems glauben an Mohammed. Ja, was ist denn mit denen? Werden die dann nicht errettet? Interessante Frage. Wenn du da geboren wurdest, ja, dann hast du wohl Pech gehabt. Also daher, jeder hat seine eigene Glaubensrichtung, was auch sinnvoll ist, weil wenn du noch nicht in deiner Stärke bist, dann haben wir unsere Helfer, so wie Jesus Christus. Er ist ein aufgestiegener Meister. Ja? Und da haben wir auch noch weitere. Aber Jesus ist natürlich schon ein besonderer, weil er hier auch auf der Welt eine besondere Rolle gespielt hat. Jedenfalls, ich glaube, dass wenn du noch nicht in deiner Kraft bist, dass deine geistige Helfer, Buddy, jetzt ist der wieder in der Düne. Ich muss mal kurz abstoppen. Da ist der Buddy. Mein Gott, immer wieder unterwegs. Aber der ist schnell gekommen. Und der Gordy, dem geht's auch ganz gut, ne? Ja, die haben auf jeden Fall Spaß. Ja, also ich muss langsam zum Schluss kommen, sonst wird das Video zu lang. Ich könnte immer weiterreden. Mir ist bewusst geworden, dass wir nur bis zu einem bestimmten Punkt einen Seelenplan haben. Und dann erinnern wir uns, dass wir die Schöpfer sind. Beziehungsweise der Schöpfer, der Gott, unser Schöpfer, ist in jedem von uns. Oder in allem, was wir sehen. Oder auch, was wir nicht sehen. In allem ist Energie. Und Energie ist überall. Er ist das Bewusstsein. Bewusstsein kann man sagen. Ist ja auch Energie. Gott ist in allem. Selbst in Steinen. Also in allem, was erschaffen wurde. Wir sind Geschöpfe. Wir sind erschaffen worden. Wir sind Geschöpfe und Schöpfer. Und deshalb verstehe ich jetzt auch, warum manche, die schon sehr weit vom Bewusstsein sind, sagen, sie hatten das Gefühl des All-Eins-Seins. Habe ich nie verstanden. Wir sind eins, weil wir sind Gott. Alle zusammen in der Summe sind wir Gott. Und weil Gott ist in uns. Gott ist nicht oben. Gott ist in uns. Da, wo wir ihn eigentlich am wenigsten erwarten. Er ist nicht von uns getrennt. Er ist mit uns verbunden. Zu jeder Zeit. Und dann höre ich immer von der geistigen Welt, wir haben einen freien Willen. Und die dürfen sich nicht einmischen. Den freien Willen der Menschen. Das stimmt.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn aber alles vorbestimmt ist, dann haben wir doch gar keinen freien Willen. Das stimmt auch. Aber wenn wir an den Punkt gelangt sind, dass wir uns immer mehr befreien, dann haben wir einen freien Willen, weil dann sind wir die Schöpfer. Und wir können alles manifestieren, was wir wollen, wenn wir frei sind innen. Dann können wir uns die Welt so erschaffen, wie wir es wollen. Und dann können Wunder geschehen. Und die geschehen schon. Also wir können schon einige Wunder manifestieren. Wir können telepathisch Kontakt aufnehmen. Wir können uns was wünschen und das wird so geschehen. Wir können, was können wir noch? Ja, es geschehen Wunder, wirklich. Ich habe ja schon darüber erzählt, über Zufälle, Synchronizitäten oder Schicksal. Und ja, ich würde mir wünschen, dass immer mehr Menschen das erkennen und sich im Inneren vor allem befreien. Und wenn man die innere Arbeit gemacht hat, dann passiert es unweigerlich, dass man sich auch im Äußeren befreit, unabhängig von dem, was im Außen passiert. Wir sind frei. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag heute und wann immer ihr euch das Video anschaut, eine schöne Zeit. In Liebe und Gottes Segen. Alles Gute und das Beste wünsche ich euch. Bis bald, euer Adel, der Reisende.